Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Grundrechenarten, sozusagen die 4 mathematischen Grundoperationen. Das Video beginnt mit einer Anleitung, gefolgt von Fachbegriffen und endet mit einer kleinen Übung. Durch die Übung möchte ich sicherstellen, dass die Thematik verstanden worden ist. Dieses Video ist dann ein kleines Tutorial, das man unbedingt wissen muss, um die Aufgabe problemlos lösen zu können. Nachdem ich das gesagt habe, würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Thema an. Und das gleich nach dem Jingle. Die Grundrechenarten in der Mathematik sind dann die Grundlage für fast alle mathematische Berechnungen. Sie kommen in vielen verschiedenen Kontexten vor, wie zum Beispiel in der Arithmetik, in der Algebra, in der Geometrie. Man unterscheidet hier dann die Strichrechnung und die Punktrechnung. Bei der Strichrechnung handelt es sich um die Addition und um die Subtraktion. Bei der Punktrechnung geht es um die Multiplikation und um die Division. Springen wir dann direkt zum Fachbegriffen. Addition. Aus dem Wort Addition kommt das Verb addieren. Das bedeutet auch hinzufügen. Die Addition ist dann die Operation des Zusammenfügens von 2 oder mehr Zahlen, um ihre Summe zu bekommen. Die Addition wird dann durch das Pluszeichen dargestellt. Machen wir ein Beispiel. Gegeben sei die Additionaufgabe 25 plus 21 gleich 46. 46 wäre dann eine Summe, 21 wäre dann ein Summand. – 25 wäre auch ein anderer Summand. Hier haben wir eine Formulierung und sie wäre dann, wenn ich 21 zu 25 addiere, dann erhalte ich 46. Zwei, die Subtraktion. Aus dem Wort Subtraktion kommt das Verb subtrahieren.
Das bedeutet auch wegnehmen oder entfernen. Die Subtraktion ist dann die Operation des Entfernen einer Zahl von einer anderen Zahl. Der mathematische Operator für die Subtraktion ist dann das Minuszeichen. Ein Beispiel hier wäre dann: Gegeben sei die Subtraktionaufgabe 69 minus 39 gleich 30. 30 wäre hier dann die Differenz. 39 wäre dann der Subtrahend. 69 wäre dann auch der Minuend. Auch hier haben wir eine Formulierung. Und sie wäre dann, wenn ich 39 von 69 subtrahiere, dann erhalte ich 30. Die Multiplikation. Aus dem Wort Multiplikation kommt man dann das Verb multiplizieren. Das bedeutet auch vervielfachen. Die Multiplikation ist nichts anderes als eine verkürzt geschriebene Addition, die alle Summanden zusammenfasst. Wie zum Beispiel 3 plus 3 plus 3 plus 3 wäre nichts anderes als 3 mal 4. Wir können hier feststellen, dass bei der Multiplikation werden mindestens zwei Zahlen miteinander multipliziert. Und als Rechenzeichen für die Multiplikation verwendet man den Malpunkt. Es gibt auch Leute, die das Malkreuz auch verwendet. Das ist auch okay. Machen wir ein Beispiel. Gegeben sei die Multiplikationaufgabe 25 mal 4 gleich 100. 100 wäre hier das Produkt, 4 ein Faktor. 25 wäre auch ein anderer Faktor. Die richtige Formulierung wäre hier dann: Wenn ich 25 mit 4 multipliziere, dann erhalte ich 100.
Springen wir jetzt zu der Division. 4 wäre dann die Division. Aus dem Wort Division kommt das Verb dividieren. Das bedeutet teilen oder aufteilen. Die Division ist dann die Teilung einer Zahl durch eine andere Zahl. Und die Division wird dann durch die folgenden mathematische Symbole dargestellt. Wir haben einen Doppelpunkt, wir haben einen Strich, Doppelpunkt, oder ein Schrägstrich. Ein Beispiel wäre dann, gegeben sei die Divisionaufgabe 36 geteilt durch 12 gleich 3. 3 wäre dann der Quotient, 12 wäre der Divisor, 36 wäre dann der Dividend. Auch hier haben wir dann eine Formulierung. Und sie wäre dann, wenn ich 36 durch 12 dividiere, dann erhalte ich 3. Als Zusammenfassung dann für die Fachbegriffe: bei der Addition haben wir einen Summand plus Zeichnen ein anderes Summand, ergibt dann eine Summe. Für die Subtraktion haben wir ein Minuend, Minuszeichen, ein Subtrahend, findet man dann eine Differenz. Was die Multiplikation betrifft, haben wir einen Faktor mal ein anderer Faktor gleich ein Produkt. Und die Division haben wir ein Dividend geteilt durch ein Divisor, ergibt dann ein Quotient. Und zum letzten Teil machen wir dann eine Übung oder sozusagen ein kleiner Test. Wie ich gesagt habe am Anfang des Videos, durch die Übung möchte ich einfach mal sicherstellen, dass die Thematik verstanden worden ist. Die erste Aufgabe wäre dann,
wäre dann die Aufgabe A. Berechne die Summe. Berechne die Summe aus 45 und 35, bitte. Die Summe, man spricht von Summe bei der Addition. Die Summe wäre dann 45 plus die Pluszeichen 53 wäre dann 5 plus 5 ergibt 10. Ich schreibe mir 0, ich behalte 1. 4 plus 3 plus 1 ergibt dann 8. Die Lösung wäre dann 45 plus 35 ergibt 80. Aufgabe B. Berechne die Differenz aus 52 und 31. Bei der Differenz rede mal bei der Subtraktion. 52 minus 31 wäre dann 2 minus 1 ergibt dann 1. Analog 5 minus 3 ergibt dann 2. Die Lösung wäre dann 52 minus 31 ergibt 21. Die dritte Teilaufgabe wäre dann, berechne das Produkt aus 16 und 9. Beim Produkt haben wir mit der Multiplikation zu tun. 16 mal 9 gleich 6 mal 9, das sind 54. Ich schreibe mir 4, ich behalte 5. 1 mal 9, das sind 9, plus 5, das sind 14. Die Lösung wäre dann hier 16 mal 9 ergibt 144. Und die letzte Aufgabe dann, berechne den Quotient aus 48 und 4. 48 geteilt durch 4 gleich 4 geteilt durch 4, das sind 1. 1 mal 4, das sind 4. 4 minus 4, das sind 0. 8 kommt unten. 8 geteilt durch 4 sind 2. 2 mal 4 sind dann 8. 8 minus 8, das sind 0. Die Lösung wäre dann 48 geteilt durch 4
ergibt dann 12. Und somit sind wir dann zu Ende des Videos angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann abonniere den Kanal und vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Beim Fragen schreiben Sie bitte in die Kommentare oder lassen Sie mir eine Nachricht. Mein E-Mail finden Sie dann in der Kanal- oder in der Videobeschreibung. Das war alles für heute. Bis dahin. Tschüss.